Die 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts werden zu einer Zeit der Bewährung für die Weltmächte, als die Luftfahrt langsam, aber sicher in den Vordergrund rückt. Seit den Versailler Beschränkungen beobachtete man in Bezug auf Deutschland deren Entwicklung mit Argwohn. Geheime Forschungen und zivile Programme ermöglichten es Deutschland, neue Flugzeugmodelle zu entwickeln und sich so auf eine unvermeidliche Konfrontation vorzubereiten. In dieser Zeit suchten nicht nur deutsche Ingenieure nach Möglichkeiten, ihre Entwicklungen zu verbessern. Die Sowjetunion, die sich aus den Wirren der schwierigen 90er Jahre und Reformen herausarbeitete, konzentrierte sich auf die Modernisierung ihrer Luftflotte für neue strategische Aufgaben. Jenseits des Ozeans bauten die Vereinigten Staaten leistungsstarke Flugzeuge mit größerer Reichweite. Dabei war ihr Ansatz zurückhaltender und legte den Schwerpunkt auf die Ausweitung ihres Einflusses, unter anderem durch die zivile Luftfahrt. Großbritannien blieb trotz politischer Isolation ebenfalls nicht zurück. Ihre Programme ermöglichten die Entwicklung einiger der fortschrittlichsten Flugzeuge jener Zeit. Über den pazifischen Raum zogen sich Sturmwolken zusammen und Japan beschleunigte seine Luftfahrtaufrüstung. Die Investitionen in diesen Bereich waren durch die Notwendigkeit motiviert, die Kontrolle über Asien zu erlangen und eine starke Flotte zur Unterstützung der expansionistischen Ambitionen aufzubauen. Die Luftfahrtrevolution wurde teilweise durch die weltweite Wirtschaftskrise behindert, doch diese Epoche brachte eine Kreativität hervor, die für viele Jahre die Richtung der Entwicklung vorgeben sollte. Ingenieurteams arbeiteten Tag und Nacht, um die perfekten Lösungen zu finden, ohne zu ahnen, dass die kommenden Jahrzehnte sowohl die Produktionsmethoden als auch die Wahrnehmung der Luftfahrt für immer verändern würden. Beim nächsten Mal werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Werkstätten, in denen unter extremem Zeitdruck bahnbrechende Technologien entstehen. Hier werden Innovationen und Entdeckungen zur Überlebensfrage. Es ist erstaunlich, dass Ingenieure in den Vorkriegs- und Kriegsjahren an den Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit arbeiteten. In manchen Fabriken betrug die Arbeitswoche mehr als 70 Stunden, Überstunden eingeschlossen. Das war eine Zeit, in der eine einzige Erfindung den Lauf der Geschichte verändern konnte und die Zeit zum eigentlichen Gegner wurde. In Großbritannien zum Beispiel wurden die Entwicklungsprogramme für die Jagdflugzeuge Hurricane und Spitfire zur Priorität und symbolisierten Stärke und Hoffnung auf den Sieg in Luftkämpfen. Trotzdem verlief die Arbeit streng im Rahmen der militärischen Planung, ohne überflüssige Romantik, aber mit einem hohen Maß an Verantwortung. Ingenieure und Konstrukteure, die sich auf frühere Erfahrungen stützten und begannen, einige innovative Ideen einzuführen, bemühten sich, Kolbenmotoren mit leistungsstärkerer Kühlung so aktiv wie möglich einzusetzen. Diese leistungsstarken Antriebsaggregate, ohne es zu ahnen, werden zur Grundlage zukünftiger Errungenschaften in der Luftfahrt. Ja, die Turbostrahltriebwerke warteten bereits auf ihre Zeit, aber ihre große Stunde sollte erst später kommen. Vorläufig blieben jedoch die bewährten und weiterentwickelten Kolbenkonstruktionen entscheidend. An den Entwicklungen beteiligten sich nicht nur erfahrene Spezialisten, sondern auch junge Ingenieure, die nach entsprechenden Praktika begannen, ihre frische Sichtweise und ihren innovativen Ansatz einzubringen. Es war eine Zeit, in der kühne Ideen manchmal nur dank jugendlichem Enthusiasmus eingebettet in das Wissen und die Erfahrung der älteren Kollegen verwirklicht werden konnten. Die Frage nach Zeit und Geschwindigkeit stieß auf diese überfällige technologische Herausforderung und schufen damit reale Plattformen für die Zukunft. Die Lösungen, die damals Anwendung fanden, wurden nicht alle sofort zu einer Sensation. Aber gerade sie begannen, die Grundlage zu formen, die die Aerodynamik und Konstruktion moderner Kampfflugzeuge endgültig veränderte. Und nun lade ich Sie ein, mit mir in die detailliertere Welt der Motoren und ihren unvermeidlichen Einfluss auf die weiteren Ereignisse der Luftfahrt einzutauchen. Wenn wir von den Luftsiegen des Zweiten Weltkriegs sprechen, bleiben die wahren Stars dieser Gefechte oft im Verborgenen. Die Motoren. Diese metallenen Herzen der Flugzeuge entfachten die Schlachten im wahrsten Sinne des Wortes. Amerika baute seine Stärke auf, indem es sich auf die volle Schubkraft der Sternmotoren stützte. Ihr Pratt & Whitney R1730 bot zuverlässige Unterstützung für die B-17 Flying Fortress. Auf der anderen Seite wurde der Wright Air 2600 erfolgreich in Jagdflugzeugen wie der B-25 Mitchell und der Grumman F-6F Hellcat eingesetzt. Auch die Sowjetunion setzte auf Motorenleistung. Ihre Jagdflugzeuge wie die La-5 und Tu-2 flogen mit Motoren des Typs Asch-82. Währenddessen sorgte der M105, bekannt für seine Flüssigkeitskühlsysteme, für den guten Ruf von Jägern wie der Jak-1 und Jak-3. Die Ingenieure strebten hier nach maximaler Leistung und erhielten gleichzeitig die Überlebensfähigkeit der Jäger in großen Höhen. In Deutschland gingen Innovationen Hand in Hand mit Ambitionen. Anfangs war ihre Messerschmitt Bf 109 mit Daimler-Benz DB 601 Motoren ausgestattet, doch im Verlauf des Krieges wurde sie durch den stärkeren DB 605 ersetzt.
Wenn wir über Turbostrahltriebwerke sprechen, muss erwähnt werden, dass die deutsche Me 262 das erste Serienflugzeug mit Strahlantrieb war und damit offiziell eine technologische Revolution einleitete. In der UdSSR hingegen begannen die Experimente auf diesem Gebiet erst gegen Ende des Krieges, doch ihre Früchte sollten sich erst viel später zeigen. Tatsächlich bildeten gerade diese Motoren die Grundlage für die weitere Entwicklung der Luftfahrt und zeigten, wie Ingenieurskunst und Ambitionen wahre Zauberer des Himmels erschaffen. Und während ihr Surren die Flugzeuge in die Höhe trug, waren die geheimen Labore der Länder mit nicht weniger bedeutenden Überraschungen gefüllt, die den Lauf der Geschichte für immer hätten verändern können. Japan entwickelte aktiv innovative Luftfahrtprojekte und strebte danach, fortschrittliche Ideen für seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Eines dieser Projekte war die Nakajima Kika, das erste japanische Strahlflugzeug. Die Ideen für seine Entwicklung wurden vom deutschen Me 262 übernommen. Allerdings war die Kika als experimenteller Strahlbomber und Erdkampfflugzeug vorgesehen. Mitte der 1940er Jahre war geplant, dieses Flugzeug für Angriffe einzusetzen, einschließlich Kamikaze-Missionen. Es hatte eine Länge von etwa 8 Metern, eine Spannweite von ungefähr 10 Metern und war mit zwei 30 mm Kanonen bewaffnet, die in der Lage waren, eine Bombe von bis zu 500 Kilogramm zu tragen. Fachleute entwickelten die Kika mit Ishikawa-jima N20-Triebwerken, einer Kopie des deutschen BMW 003, und schlossen die Arbeiten daran im Jahr 1945 ab. Die Sowjetunion konzentrierte sich zu dieser Zeit auf die Entwicklung von Erdkampfflugzeugen wie der Il-10. Die Il-10 wurde entwickelt, um Bodentruppen durch Angriffe auf Bodenziele zu unterstützen. Mit Schwerpunkt auf Panzerung und Schutz des Piloten. Diese Maschinen übertrafen die Erwartungen im Bereich Schutz und wurden zu gefürchteten Gegnern auf dem Schlachtfeld. Obwohl diese Projekte im Schatten militärischer Strategien blieben, war ihr Einfluss auf die Zukunft der Luftfahrt erheblich. Einige Entwicklungen, die einst als geheim galten, wurden später bekannt. Die geheimen Labors der Länder waren voller Überraschungen und Strategien, die in die Geschichte eingegangen sind. Doch die wahren Rätsel verbargen sich weiterhin in den Materialien und Verbundstoffen, die für die Herstellung solcher Maschinen verwendet wurden. Im nächsten Teil tauchen wir genau in die wissenschaftlichen Errungenschaften im Bereich der Materialien ein und sehen, wie sie das Erscheinungsbild der Militärluftfahrt verändert haben. Der Ausbruch technologischer Magie während des Zweiten Weltkriegs erfasste auch den Bereich der Materialien. Duraluminium ist als Legierung aus Aluminium mit Kupfer und anderen Elementen bekannt. Bereits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde es für die Luftfahrt strategisch wichtig, doch seine Bedeutung stieg im Krieg um ein Vielfaches. Deutsche Ingenieure, darunter der legendäre Junkers, verwendeten dieses Material bereits seit den 1920er Jahren für einzelne Konstruktionselemente, was die funktionalen Eigenschaften der Flugzeuge erheblich verbesserte. Die Weiterentwicklung von Aluminiumlegierungen wurde zu einem echten Durchbruch. Solche Legierungen kamen sowohl bei der Messerschmitt als auch bei der britischen Spitfire zum Einsatz. Die Engländer und Deutschen kombinierten den Einsatz von Duraluminium mit anderen fortschrittlichen Technologien wie Aluminium-Monocoques, wodurch die Manövrierfähigkeit und Aerodynamik der Jagdflugzeuge verbessert wurden. Für die Verglasung der Cockpits wurde Perspex-Acrylglas verwendet, das eine hervorragende Sicht bot, den Piloten schützte und das Gewicht reduzierte. Die UdSSR hingegen schlug aufgrund des Mangels an strategischen Metallen einen anderen Weg ein. Die kampftaugliche Lösung für die Konstruktion von Jagdflugzeugen wie dem LaGG-3 war die Verwendung von Bakelit-Sperrholz. Diese holzschichtbasierten Kunststoffe zeigten unter den Bedingungen des Mangels eine herausragende Festigkeit und Leichtigkeit, was eine erzwungene, aber effektive Maßnahme war, die die Massenproduktion von Jagdflugzeugen unterstützte. Sowjetische Fachleute führten eine Beschichtung von Duraluminium mit reinem Aluminium ein, was es vor Korrosion schützte und die Haltbarkeit unter den harten Frontbedingungen erheblich erhöhte. Als Antwort auf die Mobilisierungsbedürfnisse weitete die Sowjetunion die Aluminiumproduktion aus, setzte Sekundärschrott und Magnesiumlegierungen ein und sparte Metall. Diese Maßnahmen ermöglichten es, sich trotz des Mangels über Wasser zu halten. Die Welt der Materialien, die sich hinter der Größe des Metallflugzeugs verbarg, wurde zu einem wichtigen Faktor für den erfolgreichen Vorsprung in der Luftfahrt. Während wir diese neuen Legierungen untersuchten, bereiteten parallele Errungenschaften in der Aerodynamik eine Revolution des gesamten bisherigen Verständnisses des Fliegens vor. In der Welt der Militärluftfahrt des Zweiten Weltkriegs spielte die Aerodynamik eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung des Erfolgs auf dem Schlachtfeld. Wenn wir von revolutionären Veränderungen sprechen, sollte man sofort die Deutschen erwähnen, die die Vorteile von Pfeilflügeln erforschten. Die Forschungen von Busemann und Munk in den 1930er Jahren legten das Fundament für zukünftige Überschalljäger, auch wenn die Pfeilflügel erst später aktiv eingesetzt wurden. Die Briten wiederum leisteten dank der Spitfire einen kolossalen Beitrag zum Sieg.
Seine ovale Tragfläche ermöglichte eine ausgezeichnete Balance zwischen Wendigkeit und Geschwindigkeit, was ihn zu einem gefürchteten Gegner in Luftkämpfen machte. Inzwischen sorgten Ingenieure in den USA mit der Entwicklung der P-50-1 Mustang für weltweites Aufsehen. Dieses Flugzeug brachte eine aerodynamische Besonderheit mit sich, indem es einen radialen Ladeluftkühler mit einem Lufteinlass unter dem Flügel installierte, was den Luftwiderstand minimierte und die Motorkühlung verbesserte. Der Mustang wurde zum Synonym für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und bot den Bombern einen zuverlässigen Schutz. Die wahren Innovationen jener Zeit ermöglichten es den Ingenieuren nicht nur zu träumen, sondern ihre Ideen auch umzusetzen, indem sie die Konstruktionen modernisierten, um die Lufthoheit zu erlangen. Diese Entwicklungen bildeten die Grundlage für nachfolgende Flugzeuggenerationen und veränderten die Wahrnehmung des Flugzeugbaus für immer. Während die Ingenieure die Aerodynamik weiterentwickelten, fand parallel dazu eine aktive Entwicklung anderer Technologien statt, die sich bald in einem neuen Licht offenbarten. Die Welt der Radioelektronik eröffnete neue Horizonte und ihr Einfluss auf die Luftkämpfe war überwältigend, auch wenn das damals noch nicht ganz klar war. Mitten im Zweiten Weltkrieg erlebte die Welt einen echten Durchbruch in der Radioelektronik. Das war der Moment, in dem unsichtbare Wellen eine entscheidende Rolle in den Luftkämpfen zu spielen begannen. Großbritannien setzte sein erstes weltweit eingesetztes Frühwarnradarsystem Chain Home ein. Diese entlang der Küste errichteten Stationen ermöglichten die rechtzeitige Entdeckung deutscher Flugzeuge und erlaubten es den britischen Piloten, sich auf die Verteidigung vorzubereiten. Das war eine großartige Verkörperung fortschrittlicher Ideen und ingenieurtechnischer Meisterleistung jener Zeit. An der Ostfront untersuchte auch die Sowjetunion aktiv die radioelektronischen Technologien. Obwohl ihre Freund-Feind-Erkennungssysteme erst gegen Ende des Krieges breite Anwendung fanden, ebneten die Anstrengungen der Ingenieurteams den Weg für eine umfassendere Einführung in den Nachkriegsjahren. Während des Krieges arbeiteten sowjetische Ingenieure an der Verbesserung der Funksteuerung, versuchten jedoch nicht einmal mit den westlichen Alliierten mitzuhalten. Die USA ihrerseits mobilisierten die Kräfte zahlreicher Unternehmen, darunter Raytheon und Westinghouse, um ihre Flotte und Armeen mit modernsten Radargeräten auszustatten. Obwohl RCA nicht als Hauptproduzent von Radargeräten auftrat, leistete das Unternehmen dennoch einen Beitrag zur Entwicklung der Funktechnik, darunter die Entwicklung von Kommunikations- und Radarsystemen. Die gemeinsamen Anstrengungen dieser Koalition ermöglichten rasche Fortschritte im Bereich der radioelektronischen Technologien und sorgten für einen zuverlässigen Schutz sowie eine schnelle Warnung für Luftwaffenstützpunkte und Kriegsschiffe. Die Radioelektronik durchbrach die Grenzen des Möglichen und wurde zur Grundlage für zukünftige Innovationen. In einer Epoche, in der jeder technologische Fortschritt neue Horizonte eröffnete, legten gerade diese Errungenschaften das Fundament für moderne Systeme, die wir heute als selbstverständlich ansehen. Doch nicht alle Erfindungen konnten das Licht der Welt erblicken. Viele wertvolle Ideen blieben unverwirklicht, bewahrten jedoch das Potenzial, die Welt zu verändern. Schon bald werden wir von jenen Projekten erfahren, die im Schatten blieben, aber dennoch Einfluss auf die nächste Generation der Luftfahrttechnologien hatten. Viele Entwicklungen, die während des Zweiten Weltkriegs entstanden, wurden zu Vorboten zukünftiger Errungenschaften in der Luftfahrt, blieben jedoch in jener Zeit nur auf dem Papier. Im Zentrum dieser Konzepte stand das Nurflügelprojekt des amerikanischen Unternehmens Northrop. Ende der 1940er Jahre zeigte der YB-99, eine der ersten Umsetzungen dieser Idee, eine ungewöhnliche aerodynamische Form, bei der das Heck entfernt wurde, um den Luftwiderstand zu verringern. Dieses Luftfahrtkonzept erlebte Jahrzehnte später eine Wiedergeburt und wurde zur Grundlage für den berühmten B-2 Spätznaz, der Spitfire, der in den 1990er Jahren in Dienst gestellt wurde. Die englische Leidenschaft für Innovation blieb nicht außen vor. Obwohl es in den 40er Jahren in Großbritannien keine Serienentwicklungen für Senkrechtstarter gab, führten die Ideen aus den Luftfahrtexperimenten in den 60er Jahren zum legendären Harrier. Dieses Düsenflugzeug zeigte, wie ein Flug, der mit einem senkrechten Start beginnt, zur Grundlage einer neuen Generation von Jagdflugzeugen werden konnte. Die in der Nachkriegszeit entwickelten Technologien wurden nach und nach zur praktischen Realität. Man sollte auch andere bedeutende Initiativen nicht vergessen, wie etwa die deutschen Prototypen FW-200, die den Weg zur Jet-Luftfahrt ebneten, aber nicht mehr im Kampf eingesetzt werden konnten. Während viele Ideen und Projekte während des Zweiten Weltkriegs nicht verwirklicht wurden, legten gerade sie das Fundament für die Zukunft. Die Geschichte solcher kreativen Ansätze im Ingenieurwesen kann dazu anregen, darüber nachzudenken, wie die moderne Luftfahrt ihre Grundlagen aus der Vergangenheit schöpft, indem sie sich ähnlichen Herausforderungen der Zeit stellt. Inzwischen führt uns der nächste Schritt in eine Welt, in der Frauen zu unersetzlichen Figuren in den Produktionshallen der Flugzeugwerke wurden und eine stille Revolution auslösten. Der Zweite Weltkrieg hätte völlig anders verlaufen können.
Sie ersetzten in großer Zahl die Männer, die an die Front gegangen waren, und übernahmen verantwortungsvolle Aufgaben in der Luftfahrtindustrie. In Großbritannien, der Sowjetunion und den USA arbeiteten über 1 Million Frauen in den Fabriken. Sie waren an der Montage von Flugzeugen, an Reparaturen und an der Qualitätskontrolle der Maschinen beteiligt. Das war ihr bedeutender und notwendiger Beitrag zu den Kriegsanstrengungen. Frauen leisteten einen wichtigen Beitrag zu den Produktionsprozessen. So waren Frauen in den Betrieben der UdSSR mit großer Begeisterung in der Qualitätskontrolle tätig, wobei ihre Aufmerksamkeit und Genauigkeit hervorragende Ergebnisse erzielten. Diese Arbeit erforderte enorme Ausdauer und ermöglichte die Herstellung komplexer Bauteile von hoher Qualität. Die Veränderung der Geschlechterrollen erfolgte nicht sofort. Der Eintritt der Frauen in die Fabriken wurde durch militärische Notwendigkeit bestimmt, doch ihre Verdienste wurden zu einem wichtigen Faktor für die spätere Veränderung der gesellschaftlichen Sichtweise auf die Rolle der Frau. Frauen waren tatsächlich an den Arbeitsprozessen beteiligt, jedoch wurde die Konstruktion der Flugzeuge von bereits vor dem Krieg bestehenden Ingenieurteams übernommen. Allerdings wurden viele Frauen zu wertvollen Helferinnen, indem sie ihren Weg in Ingenieur- und Managementteams fanden. Eine interessante Tatsache. Frauen arbeiteten nicht nur in den Fabriken, sondern kämpften auch an der Front und waren an den Heldentaten der Nachthexen, der weiblichen Fliegereinheiten in der UdSSR, beteiligt. Diese mutigen Frauen bewiesen nicht nur ihr Können im Umgang mit Militärmaschinen, sondern ebneten auch den Weg zu gleichen Chancen, indem sie ihre Fähigkeiten und ihren Professionalismus in verschiedenen Bereichen der Luftfahrt unter Beweis stellten. Wenn wir weiter durch diesen Zeitkorridor schreiten, verlassen wir die Werkshallen und begeben uns zu den unberührten Luftwaffenbasen und logistischen Knotenpunkten, wo die Verteilung und Versorgung jener Maschinen stattfand, von denen der Erfolg in den Luftkämpfen abhing. Im Zweiten Weltkrieg waren dies die Herzen der taktischen und logistischen Operationen, wo das Leben pulsierte und die Arbeit zur Sicherstellung aller Aspekte der Luftherrschaft geleistet wurde. Diese Zentren hielten die Einsatzbereitschaft der Jagd-, Bomber- und Aufklärungseinheiten aufrecht. Ohne ihr reibungsloses Funktionieren wäre ein Sieg am Himmel undenkbar gewesen. Ingenieure und Techniker arbeiteten rund um die Uhr, um das notwendige Wartungsniveau der Flugzeuge sicherzustellen und sie rechtzeitig wieder einsatzbereit zu machen. Der Bau von Luftwaffenstützpunkten in der Sowjetunion wurde durch spezielle Verordnungen geregelt, beginnend mit den entsprechenden Beschlüssen des Staatlichen Verteidigungskomitees im Sommer 1941. Der groß angelegte Ausbau ermöglichte es, die Flugplätze näher an die Front zu verlegen, was für die Aufrechterhaltung der Effizienz von Luftoperationen und die Verkürzung der Flugzeiten von entscheidender Bedeutung war. Die Logistik blieb eine der größten Herausforderungen. Der Transport von Ersatzteilen und Treibstoff zu abgelegenen Basen erforderte eine reibungslose Zusammenarbeit. Transportflugzeuge spielten eine wichtige Rolle und die Douglas C-24 Skytrain wurde dank ihrer Vielseitigkeit und Tragfähigkeit tatsächlich zu einer zentralen Stütze der westlichen Alliierten. In den Luftstreitkräften anderer Länder wurden jedoch auch andere Transportflugzeugmodelle eingesetzt, was die Bedeutung einer vielfältigen Flotte unterstrich. Die Versuche deutscher Jagdflugzeuge, die Flugplätze der Royal Air Force durch Angriffe außer Gefecht zu setzen, machten sowohl aktive Schutzmaßnahmen als auch die Kunst der Tarnung der Basen erforderlich. Während solche Operationen in Westeuropa auf ein Minimum beschränkt wurden, war an der Ostfront der großflächige Einsatz von Langstreckenartillerie und Flugabwehrsystemen notwendig, um Angriffen zuvorzukommen. Während das Personal der Luftwaffenstützpunkte für eine stabile Logistik sorgte, bildete ihre Tätigkeit die Grundlage für die nachfolgenden Luftoperationen. Doch der Krieg offenbarte auch unsichtbare Geschichten, die im Schatten blieben. Es sind Geschichten, in denen gefangene Ingenieure und Umsiedler ihre Fähigkeiten auf Befehl neuer Herren einsetzten. Wir werden noch sehen, wie diese verborgene Dynamik den Ausgang und die weitere Entwicklung der Ereignisse beeinflusste. Die militärische Anpassung von Technologien war während und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselstrategie. Einer der erstaunlichsten Aspekte dieser Zeit war der Einsatz gefangener Spezialisten. Nach dem Krieg zogen die Alliierten, insbesondere die USA und die UdSSR, aktiv deutsche Wissenschaftler heran, um an ihren eigenen Programmen zu arbeiten. Zum Beispiel rekrutierten die USA im Rahmen der berühmten Operation Paperclip Wernher von Braun und andere führende deutsche Ingenieure, was der amerikanischen Raumfahrt ein entscheidender Impuls war. Deutschland bemühte sich ebenfalls, alle verfügbaren Ressourcen zu nutzen und zog gefangene Ingenieure zur Arbeit in seinen Rüstungsbetrieben heran. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei jenen, die zur Stärkung der Luftstreitkräfte beitragen konnten. Deutsche Düsenflugzeuge, wie zum Beispiel die Messerschmitt Me 262, standen im Mittelpunkt dieser Bemühungen, auch wenn ihr später und begrenzter Einsatz keinen entscheidenden Einfluss auf den Kriegsverlauf hatte. In der Sowjetunion arbeiteten nach dem Krieg deutsche Spezialisten in verschiedenen Bereichen, von der Luftfahrt bis zum Raketenbau.
Ihre Arbeit diente nicht nur dem Wiederaufbau des Landes, sondern auch der Entwicklung neuer Technologien. Trotz strenger Bedingungen lebten sie mit ihren Familien in speziellen Siedlungen, was ihnen eine gewisse Stabilität verschaffte. Diese Programme zur Nutzung von kriegsgefangenen Spezialisten wurden zur Grundlage für die spätere technologische Entwicklung. Sie vereinten führendes Wissen und innovative Ideen und schufen damit die uns allen bekannte grundlegende Basis für neue Luftfahrtkonzepte. Wenn man weitergeht, kann man erkennen, wie diese Schritte die Luftfahrt der nachfolgenden Generationen beeinflusst haben. Hier traten fortschrittliche Ideen aus dem Schatten und bereiteten sich darauf vor, ihren rechtmäßigen Platz in der Geschichte einzunehmen. Inspiriert vom Streben nach Überlegenheit in der Luft begannen Ingenieure Ende der 1940er Jahre, Konzepte zu entwickeln, die später die Grundlage für zukünftige Innovationen in der Luftfahrt bilden sollten. Nehmen wir zum Beispiel das Konzept des Nurflüglers, das von Northrop intensiv erforscht wurde. Obwohl die November 9 Alpha Mike ein Demonstrator dieser Idee war, eröffneten ihre Untersuchungen neue Möglichkeiten zur Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften von Flugzeugen. Was die Stealth-Technologien betrifft, so begannen sie bereits in den 1960er Jahren sich abzuzeichnen. Pjotr Ufimzew, ein sowjetischer Physiker, entwickelte eine Theorie über die Streuung von Radiowellen, die zu einem der Schlüsselelemente bei der Entwicklung von Stealth-Technologien wurde. Diese Ideen haben später die Ingenieursgemeinschaft inspiriert und bildeten die Grundlage für die Entwicklung der F-117 in den Vereinigten Staaten, die erst Mitte der 1970er Jahre erstmals abhob. Die ersten Strahljäger wie die Messerschmitt Me 262 und die Gloster Meteor wiederum demonstrierten die Möglichkeiten von Strahltriebwerken. Diese Maschinen trugen den Keim zukünftiger luftfahrttechnischer Errungenschaften in sich, aber der breite Einsatz von Pfeilflügeln kam später, größtenteils dank der Nachkriegsprojekte der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten. Sowjetische Ingenieure erforschten ebenfalls das Potenzial des vertikalen Starts und der Landung, aber ikonische Konstruktionen wie die Jak 338 erschienen erst in den 1980er Jahren. Doch die Ideen, die in jenen Jahren entstanden, nahmen spätere Entwicklungen vorweg. Diese Zeit wurde zur Brücke zu neuen Technologien, als verschiedene Prototypen das Fundament für die zukünftigen Möglichkeiten der Luft- und Raumfahrt legten. Der Einfluss dieser frühen Innovationen ist weiterhin spürbar und prägt nach wie vor die Entwicklung von Flugzeuggenerationen, die ohne diese revolutionären Anfänge undenkbar gewesen wären. Diese Ideen schlugen eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart und inspirierten Möglichkeiten, die einst als unmöglich galten.